Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Startet die Goldrakete nach dem Schuldenstreit Kompromiss? Disclaimer: Die Schuldenorgie kann also weitergehen. Zwar nicht wie bisher mit einem Schuldenlimit, sondern einen faulen Kompromiss, nämlich Gelddrucken ohne Limit bis 2025. Gold dürfte auf diesen Kompromiss empfindlich reagieren, denn es gibt praktisch keine Grenzen für die Geldmengen, die in den nächsten 2 Jahren gedruckt werden und also unweigerlich weiter steigen. Pierre Lassonge auf King World News sagt dazu beispielsweise: Am einen Tag, an dem der Goldpreis nach unten gedrückt wurde, sagte der milliardenschwere Investor Pierre Lassonge gegenüber King World News, dass Anleger sich auf das Gesamtbild und nicht auf die Volatilität konzentrieren müssen, da der Goldpreis auf eine Manie zusteuert. Er meint wohl die Drückung am Freitag, die mit positiven Arbeitsmarktdaten aus den USA begründet wurden, die aber nur vorübergehend eine Bedeutung haben, da Gold von vielen und gewichtigen Fundamentaldaten abhängig ist. Die nächste FED-Sitzung findet am 13. bis 14. Juni statt. Erwartet wird hier eine Zinspause. Ja, es ist zunehmend interessant, wann die Situation eintritt, hier wie beim letzten großen Backtest hier in den 1970er Jahren. Wann wird das soweit sein? Sie sehen, das war ein vergleichsweise großer Backtest. Und dann ist es eben hochgeschossen, Gold von $200 auf $850. Und man hat eben versucht, damit alle Leute abzuhalten von dieser inflationären Entladung. Und ehrlich gesagt, sowas erwarte ich jetzt auch. Sie erzeugen solche schlechte Stimmung am Goldmarkt und so. Und mit einmal geht es überproportional hoch. Und Sie wissen ja, Goldaktien sind in diesem Zusammenhang teilweise um das 100, 200, 300-fache gestiegen. Und das sollte natürlich keiner dabei sein. Das ist der Hintergrund. Und diese Situation mag jetzt bald eintreten und es kann hochschießen. Möglich, dass es jetzt damals ging es innerhalb des Jahres 1979, eines guten Jahres, ein bisschen übergelappt war es, aber innerhalb im Prinzip gut einen Jahres ging es von $200 auf $850 hoch. Und viele Goldaktien gingen das 100, 200, 300-fach. Eine absolut ähm, unglaubliche Chance. Und das glauben wir, dass sich das in Ansätzen jetzt so widerspiegelt. Also haben Sie nicht Angst vor solchen Situationen, lassen Sie sich nicht rauswerfen. Es ist charttechnisch dieselbe Situation. Möglich, dass Sie das hier versuchen, nochmal zu stoppen. Das würde dann übersetzt heißen, hier bei 2.500, $3.000. Möglich. Aber auch möglich, dass Sie dazu die Kraft nicht mehr haben. Weil selbst die Zentralbanken kaufen alle Gold. International, überall. Silber wird knapp und es ist eine Silberpreisexplosion zu warten. Auch wiederum das könnte den Goldpreis mit hochreißen. Also meiner Meinung dürfen sie sich nicht entmutigen lassen, so genauso wie die Leute sich hier im Jahr 19, das dürfte dann Ende 1978 dieser große Backtest gewesen sein, nicht entmutigen lassen. Hier wartet die größte Chance aller Zeiten. Damals war es so, klar, wir haben keine Kristallkugel, aber wir wissen, dass es eine ähnliche Situation ist, die im Grunde genommen durch die Ungleichgewichte, die sind noch viel, viel, viel größer als damals. Das war damals möglicherweise nur ein laues Lüftchen. Ja, meiner Meinung, wie gesagt, diese Schuldenstreitkompromiss, die werden sich irgendwie einigen, sie werden mehr Geld drücken und die Leute sollen natürlich das nicht assoziieren mit steigenden Goldpreis, mit der entwerteten Währung, aber ab irgendeinem Punkt wird es ausbrechen, eben hier wie auch 1979. Ja, das ist ein Junior-Goldproduzent aus British Columbia in Kanada, sozusagen in der Golden Triangle sitzt das Unternehmen. Sie haben circa 3 Millionen Unzen Gold, Medium Grade 1,26 Gramm pro Tonne und circa 60 Millionen Unzen Silber, hier 39,4 Gramm pro Tonne. Ähm, ja, auch massiv unterbewertet, auch das Unternehmen.
ist beim letzten Mal auch massiv ausgebrochen, beim letzten Goldaktienboom. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, warum sich ein derartiger Anstieg jetzt auch wiederholen sein, möglicherweise mit einer ganz anderen Magnitude. Damals war es im Prinzip 10 Cent auf 1 Dollar. Ja, warum nicht 20 Cent auf 2 Dollar? Oder höher, weil wir erwarten ja einfach einer der größten Goldaktienrallyes sozusagen. Also das ist alles möglich und wenn sie dann kommt, die Gold- und Silberaktienrallye, dann sind natürlich solche Typus Aktien Kauf der Stunde. Und Sie sehen, wie man die runtergewirkt hat. Also, und das kann sich ganz, ganz schnell wieder entladen. Also das ist eben einer der Gründe. Und geschweige denn, es kommt vielleicht solche Rallye, wie ich gerade gezeigt habe, 1979. Ja, dann haben wir noch ganz andere Zahlen. Gut, das kann man nicht vorhersagen, dazu braucht man eine Glaskugel, aber dass hier ein Stück höher geht, denke ich mal, das kommt in den nächsten 6 bis 9 Monaten auf alle Fälle. Ja, meiner Meinung nach interessantes Produkt, gutes Rechtsgebiet, die Golden Triangle, gibt so viele Projekte und also meiner Meinung nach sehr interessant. Es gibt auch eine aktuelle Meldung vom Unternehmen. Das Unternehmen, das ist also vom 6. März 32, das Unternehmen plant große Bohrerweiterungsprogramm zur Erhöhung der Mineralressourcen und weitere hochwertige Gold- und Silbergebiete. Also sozusagen diese 3 Millionen und diese 60 Millionen Unzen Silber hier werden sie noch erweitern. Vielleicht auf 100 Millionen, vielleicht Gold auf 5 oder 6 Millionen, who knows. Und das sind dann solche Aktien, die fliegen können, wenn es dann zum Gold, tatsächlich zum Goldboom kommt. Wie immer, keine Kaufempfehlung, einfach nur mal ein Unternehmen, das man sich ankauen kann und vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, hier nochmal so ein bisschen Wiederholung, das ich gesagt habe, Goldstack analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 850. Wenn wir eben diese Charts der 1970er und 80er Jahre hier als Vorbild nehmen, und wir müssen es als Vorbild nehmen, es ist wesentlich mehr Geld gedruckt, international ist die Nachfrage nach Gold und Silber viel höher. Und Pierre Lassonde, den ich vorhin erwähnt habe, der hatte meines Erachtens sowieso Gold 20.000 beispielsweise auch schon mal ins Spiel gebracht. Gut, wie sagte Warren Buffett, fragen Sie nie Ihren Friseur, ob Sie einen Haarschnitt brauchen. Ich meine, wenn einer natürlich ein Goldunternehmen hat und fragen, wo der Goldpreis hintergeht, das ist natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen problematisch, das gebe ich zu. Aber nichtsdestoweniger, wir wissen im Grunde genommen, wir stehen in der Goldrallye, wir müssen das aushalten, wir wissen nicht genau, was wir kommen. Sie versuchen das zu verzögern, aber irgendwann ist sie da, die Eruption. Irgendwann haben wir Gold 2.500 Euro und Silber in Richtung 50 zumindest, wissen Sie ja, Silber geht vermutlich dieses Jahr auf 32, vielleicht Anfang Jänner auf 42. Das ist überhaupt nicht viel. Das wird überhaupt keinen vom Hocker reißen, aber für Gold- und Silberaktien, weil sie so unterbewertet sind, ist es eben alles. Ja, welche Finanzereignisse liegen eben vor uns? Das ist eben möglicherweise hier ein Silberboom, so ganz ähnlich hier wie, das ist hier von 2010, da ging es ja dann auch hoch von 17 Dollar, 50 Dollar. Und Sie sehen sie beispielsweise wieder in Goldaktien oder Rohstoffaktien auch teilweise allgemein auf eine derartige Bewegung reagieren. In dem Fall dieses kalifornische Projektgenerator mit Kupfer, Silber und Gold als Nebenprodukt stieg einfach mal so in wenigen Monaten von 2 Cent auf 36 Dollar. Und das erhoffen wir uns auch. Moderater Anstieg von Gold und Silber, was eigentlich überhaupt keiner mitkriegt. Und die komplette Goldaktienrallye. Der Vorteil, wenn das keiner bei Gold und Silber eigentlich so mitkriegt oder aufmerksam wird, wir können unsere kompletten Gewinne noch versilbern. Wir müssen kein systemisches Risiko in dieser Phase fürchten, weil die Goldanstiege noch nicht, sage ich mal, bedrohlich sozusagen sind. Ja, also wie gesagt, diese Goldaktien sind immer noch extrem unterbewertet. Das sieht man zum Beispiel an diesen Goldaktien-Goldratio seit 1996 unverständlicherweise im Bärenmarkt. Und alle anderen Goldaktien-Rallyes, die wir bis dahin hatten, und die waren ja auch teilweise signifikant, waren nichts als Bärenmarkt-Rallyes. Nun haben wir hier fundamentalen Boden gefunden und die Schatisten, das sind Schatisten hier, die meinen, dass sich das eruptionsmäßig dann entladen kann, in den Mittelbereich gehen. Und wie Sie wissen, wenn irgendwas ein Pfad ist, kann es auch darüber hinausgehen. Und das könnte der Indiz sein für einmal der größten Goldaktienrallye aller Zeiten. Ja, dann gibt es auch noch eine riesen Lücke zwischen sogenannten Junior-Goldaktien, in die wir ja hauptsächlich investieren, und Senior-Aktien, so wie Barrick und Newmount. Ähm,
Und die kann auch eben sehr schnell geschlossen werden. Und das bedeutet natürlich auch enorme Preisaufschläge, gerade für die Penny-Gold-Aktien etc. Ähm, und das ist eben 2002 passiert. Und wir hatten ja zwischen 2002 und hier 2004, 2005, das war eigentlich die große Goldaktienrallye. Und Gold und Silber hat sich gar nicht viel bewegt. Wie gesagt, das meinen wir noch mit der Phase 1. Kaum einer guckt drauf, aber für den Außenstehenden aus unerklärlichen Gründen ziehen mit einmal die Penny-Gold-Aktien auch Goldaktien, Silberaktien allgemein an. Ja, hier nochmal 1970. Wie hätte man optimal den Goldaktienbullenmarkt gespielt? Klar, man hätte sich bei diesem Backtest nicht rausschmeißen lassen sollen, 1978. Man hätte in Pennygold-Aktien investiert, schön verteilt, vielleicht gute nachgekauft, hätte das ein Jahr laufen lassen, 1979, die Mania entstehen lassen, wo wirklich die Leute von den Schlangen standen und alle Gold und Silber wollten, hätten dann in der Euphorie die Goldaktien verkauft und diese Gewinne wäre aus damaliger Sicht eben optimal gewesen, das einfach in die andere Assetklasse zu wechseln, weil wir einfach in die ganz normale Produktivität, wie Berkshire Hathaway, der ja gute Aktien eingesammelt hat und vielleicht auch Zukunftstechnologien, wobei das natürlich schwierig ist, die geeignet zu finden, muss halt sich günstig kaufen. Und wer das gemacht hatte, 50 Euro in Goldaktien, die sich vielleicht im Schnitt verhundertfacht haben, und dann in Top-Fonds etc. gemacht, hätte aus 50 Euro langfristig, also bis zum Jahr 1999, 1 Million gemacht. Und das eigentlich nur mit 2 Klicks. Ereignis 2 und Ereignis 3. Ja, das ist so, wenn die Goldaktien hochgehen, dann kommt die Unsicherheit hoch. Ähm, Was passiert da mit dem Finanzsystem? Können die Minen, also die Minen, also wo es die Minen gibt, die Länder, können die vielleicht den Minen das Leben schwer machen durch Verstaatlichung, Extrasteuer, Eingriffe, Eignung, alles möglich in einer schwierigen Phase. Das dürfen wir nicht vergessen und deswegen müssen wir eigentlich sage ich mal, in einer relativ frühen Phase diese Goldaktien verkaufen. Wir vermuten ja, das hat man in anderen Videos gesagt, dass zum Beispiel ein Silberpreis von 42 Dollar geeignet sein könnte, weil wir vergleichen das mit dem Bullmarkt von 2016. Dort stiegen dann mit einmal die Gold- und Silberaktien ab einen Silberpreis von 32 Dollar nicht mehr so sehr, also nicht mehr überproportional zu Gold und Silber, was sie ja jetzt tun werden, wenn sie von Pennies auf Dollar-Aktien gehen, aber dann eben nicht mehr, dann nur synchron mit und dann gibt es eben keinen Grund mehr, Gold- und Silberaktien zu halten. Also Gold- und Silberaktien sind für ganz spezielle Situationen sinnvoll. Und die Krux an der Sache ist natürlich, wissen wir nicht, wie lange sie hier unten gehalten werden. Das ist ja das Problem. Deswegen sind wir natürlich auch teilweise schon Jahre dann, weil das ist das, was wir nicht wissen, wann die Kräfte sich freibrechen oder wann sie hochgelassen werden. Das ist reine Spekulation. Aber eins wissen wir müssen im Vorfeld von dieser Entwicklung drin sein. Und dieser ganze Markt, das kann sich innerhalb von 1, 2 Wochen, diese Penny Stocks, verdoppeln, verdreifachen. Und dann müsste man schon doppelt und dreifachen Preis bezahlen. Deswegen muss man eben jetzt investieren, gut verteilen, nachkaufen und damit man, wenn dann dieses Ereignis eintritt, schon da gut damit bei ist. Ja, Fazit, man muss im Grunde genommen einfach die Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen multiplizieren. Wir müssen jetzt versuchen, mit Hilfe von Gold- und Silberaktien, mit dieser Überbewertung und auch von Gold und Silber mit der Mania, müssen wir versuchen, Inflationsgewinner zu werden. Und wenn die ihre maximalen Mania-Preise, wie das der Losange gesagt hatte, erreicht haben, müssen wir reinvestieren, einfach klassisch investieren. Top-Aktien, Top-Industrie, Zukunftsthemen, Einkommen produzierende Assets wie vielleicht auch Häuser oder kleine Firmen, who knows. Ja, das nochmal im Prinzip dasselbe, was ich erzählt habe, hier einfach nur aus einer anderen Analogie, was wir vielleicht erwarten können, wenn wir also 200 Euro nehmen, das sind Goldaktien eine für 25-fachung machen, mit Gold und Silber steigt der Nummer um das insgesamt Vierfache und reinvestieren das sozusagen dann nachher später, wenn die ihre Maximalwerte erreicht haben, Standardaktien etc., könnte man langfristig gesehen aus 200 Dollar 1 Million Kaufkraft machen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Weitere Informationen finden Sie im Anhang vom Video. Ja, Einlage von Gold und Silber ist ein Unternehmen, das immer
Also die Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist immer an Gold und Silber gekommen, das ist auch sehr günstig. Es gibt keine Mindestinvestition, eine Überweisung reicht und ihr Gold und Silber schon in der Schweiz zollfrei eingelagert, genauso leicht ist der Verkauf. Ähm, also, und die haben auch eine gute Beratung. Die Damen da sind wirklich sehr nett in der Beratung. Sie können da einfach anfragen, wie das ganze Prozedere geht. Ja, sicherlich mal ein Unternehmen, falls man sowas noch nicht hat, ist vielleicht auch eine Alternative zum Edelmetallhändler, falls die zu große Schlangen haben und so. Wie gesagt, die sind auch in schwierigsten Zeiten immer an Gold und Silber gekommen und das könnte vielleicht ein entscheidender Vorteil in einer gewissen Situation sein. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat und vielleicht auch ein Like geben, weil das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.